Niemals ist jemand anders dafür verantwortlich, wie ich mich fühle. Die Verantwortung für meine Gefühle ist immer bei mir, zu 100%. Mich bei meinem Chef verpetzen. Okay, und wenn du deswegen jetzt wütend bist Ja. und die ganze Zeit grollst und es dir schlecht geht, Ja. spürt der andere da was von oder geht's einfach nur dir beschissen? Okay. Also nehmen wir mal an, ich bin wütend. Entweder könnte ich jetzt aus meiner Wut agieren und dann tue ich halt meinen Arbeitskollegen zusammenscheißen. Oder du schluckst es runter und kiffst es am Abend weg. Genau. Du bist ja immer mehr als das Gefühl. Also du kannst ja wahrnehmen, ich habe gerade einen Gedanken. Also muss es was geben, was über diesen Gedanken ist. Du hast Gedanken und du hast Gefühle. Aber du bist nicht diese Gefühle und du bist nicht deine Gedanken. Du bist mehr als das. Weil die wenigsten Menschen von Anfang an das Gefühl haben, dass sie okay sind, so wie sie sind. Weil wir vielleicht geliebt werden, aber nicht bedingungslos. Ja, sorry, du hast mich gefragt. Oh nein. Ja, das ist der Wunschzustand. Genau. Krass. Wir leben in einer Zeit, in der Menschen Substanzen brauchen, um runterzukommen. In unserer Community ist es Cannabis. Was sagt das über uns aus? Sind wir so gestresst oder haben wir verlernt, mit uns selbst allein zu sein? Und was, wenn Cannabis nicht zur Betäubung oder zum Rausch da ist, sondern zur Bewusstwerdung? Diese Folge wird unbequem. Willkommen beim Mary Jane Podcast. Ich bin Jung, Mitgründerin der Mary Jane Berlin. Mein heutiger Gast ist Vanessa Oberländer. Sie leitet unter anderem die Coaching-Ausbildung bei MFL. Vielleicht findet ihr noch raus, was das bedeutet im Gespräch. Sie ist selbst Coach, eine außergewöhnliche, unglaublich feinfühlige Mentorin, Wegbegleiterin und für mich eine sehr alte, weise Seele. Mit ihr möchte ich heute über etwas sprechen, das viele von uns betrifft. Warum können wir nicht mehr abschalten? Und warum greifen so viele Menschen zu Cannabis, um endlich zur Ruhe zu finden? Und vielleicht noch wichtiger, wofür ist die Pflanze wirklich da? Herzlich willkommen, Vanessa. Vielen Dank. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich starte mal gerne mit dem Ziehen von Weisheitskarten und deshalb bin ich mal gespannt, was du ziehst für unsere Session heute. Bausteine. Bausteine. Okay. Grundbedeutung: ein starkes Fundament, eine gelungene, noch andauernde Aufbauarbeit. Die Botschaft des Orakels: Du hast alles, was du brauchst, um dir ein außergewöhnliches Leben zu schaffen. Die Grundlagen, auf denen du baust, verlangen dabei jetzt ein besonderes Augenmerk. Deine Arbeit, deine Beziehungen und dein ganzes Sein beruhen auf deinen Wertvorstellungen, deinen Grundüberzeugungen, deiner Ethik und Moral. Haben diese für dich noch Gültigkeit? Werden sie von Dauer sein und dir als solide Basis dienen, auf der du das Gebäude deines Lebens errichten kannst? Du nimmst jetzt Veränderungen vor, die alles in eine positive Richtung lenken. Dein Schicksal folgt einem einzigartigen und schönen Entwurf. Okay, passt das? Ja, voll. Die Nachricht auf jeden Fall. Ja, finde ich immer gut, die Nachrichten. Ja, voll. Ich liebe die gerade. Ich habe eigentlich immer meine Standard-Einstiegsfrage, die fühle ich aber nicht. Weil die Frage, die ich dir jetzt stellen will, ist: Was hast du im Auto gekaut? Gekaut? Ja. Ich habe nichts gekaut. Was war das? Das ist schamanischer Schnupftabak, also Rapé. Und hast du den geschnupft worden? Oder wie hast du den? Das habe ich jetzt nicht hier, aber mit einer Curipé in die Nase gepustet. Und warum hast du das gemacht? Wie man sich wie man sich eben mit Pflanzen ja auch irgendwie verbinden kann und die einem helfen können, habe ich das jetzt gemacht, um alles noch loszulassen, bevor ich jetzt mit dir hier, weil ich ja schon heute durch Berlin getapert bin und man ja doch das ein oder andere einsammelt, dass ich das alles, also ich habe das in der Hand, ich tue das in diese Curipé, verbinde mich damit und bitte darum, dass das alles von mir nimmt, was quasi jetzt irgendwie nicht mehr an mir sein soll. Rapé nennt sich das? Rapé. Aber heißt die Pflanze auch Rapé? Nee, das sind immer unterschiedliche Pflanzen. Das ist einfach quasi Asche von verschiedenen Pflanzen und es gibt verschiedene Mixturen und tausende verschiedene solche Rapé-Sorten. Ja. Ein bisschen wie bei euch. Und du kannst es einfach, genau, du schaust halt dann, welches gerade zu dir spricht und nimmst das und nimmst dir die Pflanze sozusagen zur Hilfe, dich zu reinigen in dem Fall. Kannst auch dir zeigen lassen, worum es gerade geht oder eigentlich, also im Auto kurz, so hierher ist jetzt halt, weil ich das jetzt noch mache, bevor ich hier hinkomme, aber eigentlich nutze ich das zur Meditation tatsächlich. Also am Anfang deiner Meditation nimmst du deine Kräutermischung und die ist auch immer individuell, oder?
ich habe verschiedene und fühle halt dann, welche jetzt heute dran ist. Und wenn du die bestellst, steht dann da, das ist fürs dritte Auge oder das ist für das, keine Ahnung, das Ja. ist mir eigentlich egal. Ich fühle halt, welche jetzt dran ist Ja. und benutze es dann, genau. Und ist da Cannabis auch manchmal mit dabei? Nee, gar nicht. Weil, warum? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir noch nie Cannabis in die Nase gepustet. Ich habe, Vielleicht macht man's also auch gar so zum Beispiel, es gibt schon mit Ayahuasca, mit der Ayahuasca-Pflanze tatsächlich Rapé. Das ist aber ganz anders, als wenn du es einnimmst. Ja. Weil es ist ja nur die Asche davon. Also der Geist von der Pflanze ist schon da drin, natürlich. Ja. Der bleibt auch, der geht nicht durch Feuer kaputt, aber genau, das kannst du, es gibt tausende, es gibt welche mit Lavendel oder welche mit irgendwie, dann gibt es so die meisten, mit denen man irgendwie anfängt, die irgendwie sanft sind, so ein Nukini-Rapé, das ist so der Jaguar, das ist der Geist vom Jaguar, der da drin ist und der zeigt dir dann, der nimmt dich mit, so in deine, du machst dann die Augen zu und der Körper reagiert darauf, Tabak, also es gibt es auch ohne Tabak, aber eigentlich ist es Tabak und du fühlst dann schon, was das in deinem Energiesystem macht und was da passiert und das zeigt dir halt was, entweder kriegst du halt Bilder oder du fühlst, wie dich das reinigt oder du kannst es zur Unterstützung nehmen, zum Beispiel auch bei einem Selbstheilungsprozess könntest du es machen, wenn du einfach das Gefühl hast, du musst gerade was loslassen, so. Okay, und du hast gerade vom Geist der Pflanze geredet. Ja. Also glaubst du, jede Pflanze hat einen bestimmten Nutzen für die Menschen? Oder was meinst du genau mit Geist? Also es gibt ja, um es ganz banal zu sagen, gibt es ja ganz viele Studien, dass, wenn man mit Pflanzen spricht, dass sie dann besser wachsen und dass Pflanzen, die können inzwischen irgendwie auch quasi beweisen, dass Pflanzen, die können sich mit ihrem Besitzer verbinden und spüren, wenn der da ist und das ist der sie nährt und halt Wasser gibt und Dünger und keine Ahnung, dass sie dann darauf reagieren. Also verändert sich die Pflanze. Ja. Und so hat jede Pflanze einfach einen Geist und bringt irgendwie was mit, was du dir zunutze machen kannst. Also ob das jetzt deine, weiß ich nicht, Orchidee zu Hause ist, die es halt einfach schön macht, aber auch die hat halt irgendwie einen Geist, mit dem du dich verbinden kannst. Oder ob es jetzt Cannabis ist und du dich mit der Pflanze verbindest und sie bittest, dir was zu zeigen, ist völlig egal. Jedes Lebewesen auf dieser Erde hat für mich halt einen Geist oder eine Seele, wie du es nennen magst, mit dem du dich verbinden kannst und mit dem du dann irgendwie auf die Reise gehen kannst. Das ist wild, weil ich war mal im Baumarkt und da wollte ich eine Pflanze kaufen. Und ich wusste, es wird jetzt diese eine Pflanze. Und da gab es zwei. Und eine sah so richtig schön, gut genährt aus. Und die andere war so ein bisschen irgendwie gefühlt halb am Sterben. Und ich habe keinen grünen Daumen, ne? Überhaupt nicht. Ja. Und mein Verstand war so, du nimmst natürlich die wohlgenährte, die ist jetzt einfacher zu pflegen, die sieht auch gut aus, hat eine gute Größe. Aber meine Intuition, mein Herz, whatever, hat gesagt, nee, du nimmst die andere. Und ich habe jetzt auch durch dich unter anderem lernen dürfen, dass ich meinem Herzen vertraue. Dann habe ich die gekauft. Und das ist voll krass, weil die bei mir voll aufgeht zu Hause. Ja. Und ich auch immer so ein bisschen das Gefühl habe, ey, heute braucht sie Wasser, heute steht sie lieber mehr in der Sonne. Und das kommt dann wirklich so intuitiv. Ja. Und ich habe ja auch einmal Cannabis angebaut. Ich habe 4 Pflanzen gehabt und 2, da habe ich so richtig viel Liebe reingesteckt. Da war die Ernte richtig gut. Und 2, da habe ich, die habe ich so nebenher nicht so viel Liebe reingesteckt und die habe ich auch nicht in die Blüte bringen können. Das war halt davor, dann waren die, keine Ahnung, Schimmelbefall, alles Mögliche, das war schon nicht. Und deshalb ist es ganz interessant, dass du sagst. Ja, also es ist im Prinzip ja wie bei Menschen, wenn du immer über jemanden schlecht redest und dem nicht viel Aufmerksamkeit gibst, dann wird der nicht wachsen und dann wird der nicht irgendwie aufblühen und irgendwie sein ganzes Potenzial entfalten können. Und so ist es mit der Pflanze genauso. Also ich muss immer lachen, wenn ich mir denke, so krass, meine Pflanzen sind heute arg laut, ich muss die unbedingt gießen. Dann ist wie so ein, okay, das mache ich jetzt, damit ich dann wieder Ruhe habe, Gefühl. Und ich glaube, jeder, der so gerne im Garten ist oder viele Pflanzen hat oder da einen grünen Daumen hat, der kennt das Gefühl so, das irgendwie, die sagen mir jetzt gerade, das ist jetzt dran. Und auch wenn es eigentlich noch nicht dran ist, aber irgendwie fühlt man es halt. Ja, und so, also das wundert mich nicht, dass die dann bei dir aufblüht und halt zu dir wollte. So, wenn man drauf hört und sich drauf einlässt, dann, glaube ich, funktioniert es ziemlich gut tatsächlich. In unserer Community, also die Mehrheit der Leute, die Cannabis konsumieren bei uns, sagen, die machen das zum Runterkommen. Ich erinnere mich noch an ein Zitat von dir, wo du meintest, wenn du Cannabis rauchst,
um irgendwas zu betäuben, dann tust du die Pflanze einfach nur missbrauchen. Ja. Und dann will ich einfach nochmal tiefer bei dir einsteigen. Was meinst du zum einen mit betäuben? Und was bedeutet Missbrauch einer Pflanze? Also, als wir da drüber gesprochen haben, ging es ja darum quasi, dass man halt nach einem langen Tag oder wenn man auf ein Familienfest geht, dass man vorher irgendwie einen raucht, damit man das aushalten kann. Und dass man halt, und das ist, was viele machen tatsächlich, dass sie die Welt nicht aushalten, so wie sie ist, oder ihr Leben nicht aushalten, so wie es ist, also die Arbeit oder weiß ich was halt in denen ihrem Leben ist, die Familienumstände oder der Kontakt mit Menschen überhaupt, dass es einfach zu viel ist und sie dann rauchen, um überhaupt am Alltag teilnehmen zu können. Alltag, was halt auch immer die Erwartung eben gerade ist von der Gesellschaft. Das funktioniert natürlich gut, aber eigentlich könnte dir diese Pflanze viel mehr zeigen, wenn du sie bewusst nutzt und dich mit diesem Geist verbindest, bevor du es machst. Und du könntest vielleicht sogar dahinter schauen, warum du gerade diese Pflanze brauchst oder das Gefühl hast, du musst dich betäuben, um überhaupt an der Welt teilzuhaben. Das heißt, du könntest sie ganz anders nutzen und könntest sagen, okay, ich verbinde mich damit, bevor ich die rauche. Ja. Ganz bewusst kannst du sie aufs Herz legen, wenn deinen fertigen Joint aufs Herz legen, schließt die Augen, verbindest dich damit und bittest darum, dass dir diese Pflanze oder dieser Joint in dem Fall jetzt zeigt, was ist denn gerade, worum es eigentlich geht. Meistens ist es so, dass das wird dann geraucht und dann ist man halt irgendwie weg. Ich weiß, es gibt unterschiedliche Sorten und man kann auch so und so und dann geht was auf und man ist ganz klar und alles klar. Wenn man es so nutzt, ist es ja eh schon anders, aber das macht ja der Großteil nicht, sondern der Großteil benutzt es eher irgendwie, um eben nicht zu fühlen, was da ist oder überhaupt halt ein normales Leben führen zu können. Und das sage ich extra in Anführungszeichen, weil es, was ist ein normales Leben? Das ist halt irgendwie so ein Bild, was wir haben, aber wenn du dich mit dieser Pflanze eben verbindest und dir zeigen lässt, also dich bewusst verbindest, dann das rauchst und dich dann hinsetzt in die Stille und zwar nicht auf einer Party mit Alkohol und keine Ahnung, das ist ja Wahnsinn, was das eigentlich macht, weil eigentlich würde die Pflanze dich aufmachen. Also energetisch macht die dich auf und zeigt dir, was da alles ist und kann dir sogar zeigen, woran es liegt. Das ist nicht anders als wie bei einer Ayahuasca-Zeremonie. Da ist es halt eine andere Pflanze, die das auf einem anderen Weg macht. Aber wenn du das, oder mit Pilzen oder also irgendwie diese Bufo-Erfahrungen sind nicht anders, die sind zwar halluzinogen, aber tatsächlich ist es alles das Gleiche in dem Sinn. Auch nur Tabak von Zigaretten rauchen hat eine Wirkung auf dich. Und das ist immer, also wenn du es nur machst, um dich zu betäuben, okay, was ist denn das Gefühl, was ich gerade nicht fühlen will? Also was ist gerade zu viel? Also wenn man betäubt, heißt das, also ich fühle mich halt gestresst, ich rauche und dann ist das Gefühl von Stresssein weg. Und das meinst du mit betäuben, richtig? Genau, in dem Fall gehst du ja nicht hin und fragst, okay, hey, was ist denn die erste Ursache für diesen Stress? Und fühlst es einfach kurz, was da dahinter steht. Also was bräuchte ich jetzt? Ich fühle mich vielleicht unsicher und bin überfordert. Ja. Okay, das ist mein Gefühl gerade. Was bräuchte ich jetzt? Also was fehlt mir? Sicherheit und vielleicht Überblick als Beispiel. Und wenn man das jetzt konkret, also ich habe jetzt einen langen Tag, meine Gedanken rauschen, ich komme nicht zur Ruhe. Ja. Ich drehe mir meinen Joint, setze eine Intention und sage, okay, ich fühle mich, oder vielleicht weiß ich auch gar nicht, was ich fühle. Genau, ich weiß gar nicht, was ich fühle, aber du kannst dich dann mit der Pflanze verbinden und sagen, zeig mir, was es ist, was sozusagen das hier verursacht hat. Was ist die erste Ursache dafür, dass ich gerade hier so sitze? Und dann ist es ja so, wenn dir das häufig passiert und bei den Menschen, die das tatsächlich regelmäßig machen, passiert es ja häufig, dann zeigen sich halt Muster in deinem Leben, Dinge, die du schon lange ignorierst, wo du eigentlich weißt, vielleicht, das hätte ich schon lange ändern sollen. Oder Dinge, wo dir klar wird, ja, krass, den Job, den ich mache, den hasse ich eigentlich. Ich mache es halt, weil ich verdiene gutes Geld, aber eigentlich ruft mich was ganz anderes. Und das würde die Pflanze dir in dem Fall halt nochmal ganz deutlich zeigen oder dir das Gefühl zeigen, wie es sich anfühlen könnte, wenn du dem folgst, was dich eigentlich ruft. Aber wie genau? Also ich rauche, sag, ich weiß überhaupt nicht gerade, was ich fühle, aber ich komme gerade nicht Genau, zeig mir einfach, was ich brauche, um das zu lösen, was gerade da ist zum Beispiel. Und dann rauche ich und dann, wie kommt dann, ist das dann ein Gedanke, ist das ein Bild, also wie kann das zu mir kommen, also dass ich verstehe? Wenn du dann in Stille sitzt eben, zum Beispiel, also du brauchst da kein Meditationskissen für oder so, sondern halt einen ruhigen Ort. Ja.
Ein Meditationskissen ist natürlich schön, Ja. aber wenn du keins hast, funktioniert es auch einfach auf deiner Couch oder sonst wo halt. Ich würde es nicht in der prallen Sonne machen einfach, aber sonst, genau, ist es völlig egal. Und dann folgst du dem einfach und fühlst, was mit deinem System passiert, weil es passiert ja was in dir. Also sobald du rauchst, geht was auf oder es macht was zu oder es kommt dir auch ganz drauf an, irgendwie mit was für einer Art von Pflanze du dich in dem Fall verbindest. Und wenn du dich dann damit verbindest, dann kann es sein, dass irgendwie Körpersensationen passieren, dass du im Körper plötzlich fühlst, oh krass, das merke ich voll in meinem Bauch und das Gefühl, das erinnert mich daran, wie ich mich fühle, wenn mein Chef reinkommt. Keine Ahnung. Also du wirst das fühlen, was halt die Stressoren sind. Oder es geht halt auf und es kommen diese Gedanken und du weißt einfach auf einmal, krass, diese Arbeitsstelle ist es eben nicht. Oder das, wie meine Mutter mich behandelt, wenn ich ihr mein Kind bringe, ist genau das, was mich so sehr stresst. Und ich müsste das ändern. So, die Pflanze ändert es nicht für dich, aber sie zeigt dir halt, was da ist. Und muss ich dann so explizit drüber nachdenken oder tue ich einfach... Wenn du die Intention gesetzt hast, kommt es einfach. Okay, also das, was ich mache, weil ich rauche ja regulär eigentlich nicht, aber vielleicht mache ich es nach dieser Saison. Ich bin gespannt auf deinen Bericht einfach. Okay, ich mache es genauso wie Vanessa es mir sagt. Also ich stelle eine Frage oder einen Wunsch, rauche das, lege mich auf meine Couch, so. Also und tu einfach nur beobachten. Genau, du beobachtest einfach, was passiert. Ja. Und bleibst bei deinem Körper. Wenn die Gedanken abschweifen, dann holst du sie zurück zu deinem Atem. Ja. Versuchst dich einfach auf deinen Atem zu konzentrieren. Es geht nicht darum, jetzt super streng zu sein und auch nicht, bei Meditation geht es überhaupt immer nicht darum, dass man gar nichts mehr denken soll, sondern sich immer wieder zurückholt und einfach, also dieses beim Atem sein, davon wegkommen, wieder zurückkommen und dann zeigen sich die Sachen. Also es zeigt sich, dein Körpergefühl verändert sich, es wird sich keine Ahnung, deine Gedanken werden sich verändern, es zeigen sich genau die Dinge, die halt da sein müssen. Und wenn es einfach zum Beispiel ist, du wirst natürlich entspannter, Cannabis wirkt entspannt, das sowieso, aber in der Entspannung kannst du sozusagen diesen Zugang und das, was die Pflanze eigentlich mitbringt, nutzen, um dir zeigen zu lassen, worum es eigentlich geht. Und das kann praktisch, sei es ein Gedanke, sei es ein Gefühl und dem folge ich einfach. Also ich nehme einfach nur wahr, ich muss nichts denken. Du musst gar nichts tun. Es hat da nichts mehr mit ich tue was zu tun, sondern du setzt bewusst diese Intention und dann beobachtest du einfach, was passiert. Und es kann sein, dass du deinen kleinen Zeh merkst, dann bist du halt bei dem kurz und dann gehst du da weg. Und also jetzt wirklich einfach so diese Reise folgen und dem, wo die Pflanze dich halt hinführt. Und sowas arbeitet ja nach. Also krass, das war das. Und dann verstehst du halt, ach so, da geht es darum. Da geht es darum. Also man geht ja dann mit so einem, das ist ja wie ein kleines Ritual eigentlich. Ja. Du machst dieses Ritual für dich. Und dann wirst du damit schwanger gehen, so, die nächsten Tage, weil das einfach wirkt. Das ist einfach da. So. Und dieses damit schwanger gehen und schwanger gehen? Das nennt man so, wenn man so Sachen in sich trägt und so ausbrütet. Oder immer wieder so hochkommt. Also okay. Vielleicht, ein bisschen wilder Begriff, aber ich weiß keinen besseren. Also man nimmt es ja so mit in seinen Alltag und schaut dann, was hat es mit mir gemacht und wie wirkt es, und man denkt einfach weiter drüber nach, weil diese Sachen, die du dann siehst und fühlst, halt eindrücklich sind. Die zeigt sie, also das kommt genauso, wie du es brauchst. Es wird nicht überfordernd sein. Diese Pflanzen sind ja total sanft eigentlich. Es geht ja nicht darum, sich wegzuballern eigentlich, wenn man es halt eben nicht missbräuchlich verwendet. Ja. Sondern dann reicht wahrscheinlich auch ein Zug. Also es geht gar nicht darum, dann einen ganzen Joint zu rauchen oder 3, sondern eben einmal bewusst. Ja. So. Ja. Das heißt aber, ich sag mal, dass wenn Menschen einfach nur sagen, ich kann nicht abschalten und dann rauchen und zwar nicht so bewusst, wie du es jetzt beschrieben hast, sondern zum Betäuben, dass es irgendwas in deren Leben gibt, was sie gerade nicht ertragen, weshalb sie rauchen, um das zu vergessen, sag ich mal, oder? Genau. Also es fängt in der Kindheit eigentlich an. Wir lernen ja alle nicht, unsere Emotionen zu regulieren, sondern also die meisten, die jetzt so alt sind wie wir, so haben gelernt, wir müssen funktionieren. Also deine Gefühle sind nicht okay, das, was da ist, ist auf jeden Fall zu viel, du musst funktionieren, damit die Mama nicht gestresst ist, damit der Papa dich noch lieb hat, damit du nicht auffällst, sei am besten ruhig und lieb und brav und bring deine Leistung. Das ist das, ich meine, das kennen wir irgendwie alle in der einen oder anderen Form, so ausgeprägt. Und wenn du
wenn du halt bis heute nicht gelernt hast, deine Emotionen zu regulieren, was bei den meisten einfach der Fall ist, dann brauchst du halt irgendein Tool, um dich wieder runter zu regulieren. Also sein Nervensystem zu regulieren, ist ja irgendwie in aller Munde, tralala, gerade ist ein großer Begriff. Im Prinzip geht es darum, dass du verstehst, dass jedes Gefühl, was da ist, einfach nur gefühlt werden will. Und mehr ist es nicht. Also es gibt ein Gefühl, es entsteht was, du bist in einer Situation, es gibt ein Gefühl und anstatt es wegzudrücken und zu sagen, das ist ein unangenehmes Gefühl, das mag ich nicht, kannst du es dir holen, fühlst es kurz und wenn du es gefühlt hast, ist es weg. Es geht dann weg, es bleibt nicht, du bleibst nicht in diesem Stress. Nur das lernt halt niemand, weil immer das nicht okay ist, wenn du das gefühlt hast als Kind. Aber da habe ich eine Frage. Also angenommen, ein Mitarbeiter nervt mich gerade hart und ich werde gerade richtig wütend, dann kann ich ihn ja nicht anschreien. Weißt du, was ich meine? Genau. Aber was meinst du denn mit fühlen? Dann fühlst du kurz diese Wut und fragst, okay, worum geht es denn eigentlich? Warum bin ich gerade wütend? Also du hast diese Wut, die ist ja da, der nervt hart. Ja? Okay. Und dann hast du dieses Gefühl und dann fragst du, okay, warum bin ich denn gerade wütend? Also was fehlt mir, dass ich so einen emotionalen Ausbruch habe? Also fehlt mir Verständnis, fehlt mir die Sicherheit? Also was brauche ich gerade eigentlich, damit ich nicht wütend sein kann, sondern den einfach den sein lassen kann und ganz entspannt bleiben kann. Okay. Und es bedeutet nicht, dass der ultimative Zustand ist, die ganze Zeit in der Entspannung rumzuwabern und keine Gefühle zu haben. Dafür wollen wir ja dieses Leben haben, damit wir Gefühle fühlen und damit wir irgendwie das Leben spüren und damit unsere Seele all das erfahren kann. Ja. Voll. Gleichzeitig bedeutet es aber nicht, dass wir uns von unseren Gefühlen überschwemmen lassen müssen. Ja. Weil das ist ja, was die Angst ist. Wenn ich jetzt in ein Gefühl reingehe, dann, oh Gott, was mache ich dann damit? Das ist ja, also wer will denn so wütend werden, dass er eigentlich schreien will? Keiner. Macht man nicht. Aber würdest du dann sagen, dass je intensiver die Emotionen, desto tiefer die Wunde, sage ich mal? Also ich nenne mal ein Beispiel jetzt, wo mit der Arbeitskollege nervt dich hart, weil er irgendwas gesagt hat. Weil du ja gesagt hast, irgendwie hat das immer einen Ursprung in der Kindheit. Also angenommen, ich war jetzt... Der Ursprung in der Kindheit ist nicht, es hat nicht immer alles einen Ursprung in der Kindheit, aber wir lernen in der Kindheit nicht, mit unseren Emotionen umzugehen, weil sie halt immer so, nee, jetzt reiß dich halt mal zusammen, das ist doch kein Grund zu weinen, keine Ahnung, ein Indianer kennt keinen Schmerz, es gibt 100 dieser Sprüche, die man als Kind hört. Und das wirkt halt so, dass wir dadurch einfach das Gefühl haben, Gefühle sind irgendwie was Gefährliches. Sind sie aber nicht. Sie sind halt Hinweisgeber. Und was wir vergessen und was auch ein Teil davon ist, dass viele so gestresst sind, du bist ja immer mehr als das Gefühl. Also du kannst ja wahrnehmen, ich habe gerade einen Gedanken. Also muss es was geben, was über diesen Gedanken ist. Was meinst du mit über den Gedanken? Naja, wenn du checken kannst, dass du das gerade denkst, dann erkennst du ja den Gedanken, der da ist. Dann bist du nicht deine Gedanken. Nee, ich habe Gedanken. Du hast Gedanken und du hast Gefühle. Aber du bist nicht diese Gefühle und du bist nicht deine Gedanken. Du bist mehr als das. Ah, okay. Also nehmen wir mal an, ich bin wütend. Entweder könnte ich jetzt aus meiner Wut agieren und dann tue ich halt meinen Arbeitskollegen zusammenscheißen. Oder du schluckst es runter und kiffst es am Abend weg. Genau. Hart gesagt. Ja. So kennen wir die Vanessa. Oder du nimmst dir die Zeit und sagst, boah krass, der Kollege hat mich gerade hart wütend gemacht. Ich fühle mal die Wut. Wie fühle ich, also tue ich dann in meinen Körper, so wo fühle ich das? Oder lass es einfach kurz da sein. Du sagst so, oh krass, ich bin gerade wütend und spürst ja, du bist wütend im Körper. Man ist ja einfach wütend. Vielleicht krampfen sich deine Hände an, vielleicht bist du irgendwie einfach, denkst dir so, oh, ich fress dich gleich. Und das lässt du kurz da sein. Und dadurch, dass du dem Aufmerksamkeit schenkst und mit deiner Aufmerksamkeit einfach nur zu dieser Wut denkst, krass, ich bin gerade wütend. Das ist da. Und nicht sofort irgendwie so, ja, das darf nicht sein, ich kann jetzt nicht, es gehört sich ja nicht, ich kann ja nicht meinen Arbeitskollegen da schon wieder in eine Gedankenschleife gehst und es wegdrückst und wie für später lagerst, weil es bleibt halt nicht weg, irgendwann kommt es hoch, ja, sondern das einfach kurz wahrnimmst, dem wie so eine kleine Bühne gibst und sagst, okay, dann tob dich jetzt hier kurz aus, so, bitteschön. Dann ist es so, dass du mit dieser Wut, dann löst die sich auf. Dann passiert nichts mehr, als dass die kurz da ist und dann so wie so Rauch verfliegt. Das ist, was eigentlich passieren würde mit Gefühlen. Und wie viele Gefühle haben wir so am Tag? Sehr viele. Deswegen kann man auch einfach, also ich stelle es mir immer so vor, ich habe ja zu jeder Zeit die Möglichkeit, in jedes Gefühl zu gehen.
Ja. Ich kann mich entscheiden. Deswegen sagen manche Leute auch ganz frech, glücklich sein ist eine Entscheidung. Ja. Weil ich kann mich traurig und gleichzeitig glücklich fühlen. Ich glaube, das kennt jeder irgendwie. Ja. Es gibt so, eigentlich bin ich gerade traurig, dass meine Kinder so schnell groß werden und gleichzeitig macht es mich krass glücklich zu sehen, wie die, oder sowas zum Beispiel. Ja. Und wir haben zu jeder Zeit den Zugriff auf jedes Gefühl, wenn wir bewusst damit sind. Die meisten Menschen sind halt nicht bewusst und die meisten Menschen haben durch den Alltag, den sie sich geschaffen haben, sagen wir, tanzen sie eher auf der negativeren Seite der Gefühle. Oder die sagen halt, der macht mich wütend oder die Situation. Ja, dann hast du die Verantwortung für deine Gefühle nicht übernommen, weil niemals ist jemand anders dafür verantwortlich, wie ich mich fühle. Die Verantwortung für meine Gefühle ist immer bei mir, zu 100%. Okay, aber dann würden jetzt diese Worst-Case-Leute sagen, ja, aber wenn er mich jetzt beleidigt, genau. Warum entscheide ich denn, wie ich mich Also wie ist es denn, wenn dich jemand beleidigt und du bist dann wütend und ich so, ja, wie kann er das denn? Also genau. Die Mehrheit der Leute würde sagen, ja, der kann doch nicht einfach, mich bei meinem Chef verpetzen. Okay, und wenn du deswegen jetzt wütend bist und die ganze Zeit grollst und es dir schlecht geht, spürt der andere da was von oder geht es einfach nur dir beschissen? Es geht nur mir beschissen. Genau. Und das ist der Punkt. Also die Verantwortung dafür, wie es dir damit geht, liegt halt bei dir. Ob der sich aufführt und sich daneben benimmt, das heißt nicht, dass man in seinem Leben keine Grenzen setzt und mal vielleicht sagt, hey, das geht gar nicht, was du gemacht hast. Ja. Das ist es nicht. Aber das, was es mit mir macht, entscheide ich, welches Gefühl das in mir auslöst. Und die Verantwortung dafür, wie es mir geht und wie ich mit den Dingen in meinem Leben umgehe, die habe ich. Ja. Also egal, wie sehr du dich aufführst und egal, wie sehr irgendwie du mich vielleicht beschimpfst, ob mich das am Ende berührt und in mir was auslöst, das entscheide halt ich, weil ich kann auch einfach sagen, hey, das ist deins, das hat gar nichts mit mir zu tun. Voll schade, dass du so wütend bist. Dann ist in deinem Leben ganz schön was los. Oder schade, dass du es nötig hast, mich beim Chef zu verpetzen. Aber das sagt halt mehr über dich als über mich. So, wenn ich die Verantwortung ganz dafür genommen habe, dass das, was in meinem Leben ist und was in meinem Leben passiert, mit mir zu tun hat, ganz einfach, dann kann ich auch immer entscheiden, wie es mir damit geht. Und natürlich passieren krasse Dinge im Leben. Ja. Also das ist nicht so, dass das bedeutet, dass wenn jetzt jemand stirbt oder irgendwie ein schwerer Unfall oder schwere Krisen, das bedeutet nicht, dass das dir nicht mehr passiert und du dann einfach sagst, ja, das ist mir egal. Das ist nicht das Ding, sondern es geht darum, okay, das ist gerade in meinem Leben und es will mir was sagen. Warum ist es denn da? Was hat es denn mit mir zu tun? Also warum passiert es mir, dass mich jemand beim Chef verpetzt? Was ist es in mir, was das in meinem Leben einlädt? Wenn ich meine Realität zu jeder Zeit irgendwie gestalten kann und es tatsächlich so ist, dass ich einfach die Verantwortung für alles habe, was in meinem Leben ist. Ja. Was wäre es jetzt zum Beispiel, wenn ich Eltern habe, die immer alles schlecht reden, was ich mache? Was ist es dann in mir, ich meine, weil jedes Kind will irgendwo Liebe und Anerkennung von den Eltern, ne? Und ich kenne viele Menschen, die sich mit Mama, Papa, wem auch immer hart zerstritten haben und auch gar nicht mehr miteinander reden. Was ist es in mir, dass ich diese Erfahrung dann mache? Dass ich diese verletzenden Worte hören muss von, sage ich mal, Mama oder Papa, wenn wir das an einem konkreten Beispiel. Okay, jetzt kommt die Spiri-Antwort. Also, mein Weltbild. Unsere Seele kommt hier auf die Erde und sucht sich die Eltern aus, die du hast. Also du entscheidest, das sind die perfekten Eltern mit den perfekten Wunden und den perfekten Erfahrungen, damit ich das lernen kann, was ich in diesem Leben lernen möchte. Das heißt, wenn ich lernen mag, dass ich gut bin, wie ich bin, unabhängig davon, was die Außenwelt sagt und dass ich in mir entwickeln möchte und mich so sehr selbst lieben möchte, dann brauche ich Eltern, die mir sagen, dass das, wie ich bin, nicht genug ist. Dann muss ich erleben, was es heißt, abgelehnt zu werden, um zu checken, ich brauche niemand anders, um zu erkennen, dass alles, was in mir ist, mehr als genug ist. Und so ist es mit allen anderen Sachen auch für mich. Das ist mein Weltbild, ich fühle das ganz arg und alle Menschen, mit denen ich arbeite, da funktioniert es genauso. Tatsächlich ist es einfach, ja, was halt auch die Seele will. Was möchte denn in diesem Leben gelernt werden? So? Ja, weil
ich auch jemanden habe, der hat sich mit seinem Papa zerstritten. Die hatten praktisch eine Aussprache. Und bevor er in diese Aussprache gegangen ist, habe ich auch gesagt, es geht nicht darum, dass ihr entscheidet, wer was richtig oder falsch gemacht hat, sondern geht's nicht. ja, genau, weil es geht oft um Schuld. Also wer ist schuld? Du bist schuld, dass es mir so schlecht ging. Du bist schuld, dass ich die Verletzung habe. Ja. Was hilft denn da, um da rauszukommen? Also ich hatte in dem Moment gesagt, hey, es geht nur darum, sich auszusprechen und auch irgendwo zu vergeben. Und vergeben heißt ja nicht unbedingt, okay, du hast das richtig gemacht, was du getan hast, oder ich finde es in Ordnung, sondern ich lasse einfach los. Aber ich habe das Gefühl, die Menschen wollen in dem Moment wie so eine Art Entschuldigung und gleichzeitig das Gefühl von, du hast, ich habe es falsch gemacht, du richtig. Mhm. Und dann erst loszulassen. Ja, und das wird keine Heilung bringen. Weil tatsächlich ist es so, dass wenn ich immer im Außen auf wie ein Approval warte, dass das, was ich gelitten habe, das wert war, dass dieses Konzept von du bist schuld, und das ist ja auch nur da, dieses Schuldkonzept irgendwie, damit wir überhaupt diese Erfahrung machen können. Schuld ist einfach ein Konzept, das ist einfach wie Scham, keine Ahnung, was ist das tatsächlich? Wer entscheidet denn, wofür man schuldig ist oder nicht? Wer entscheidet, wofür man sich schämen sollte oder nicht? Das sind einfach Gefühle, die ganz stark negativ wirken und die uns halt in so einem unteren Schwingungsfrequenzlevel halten. Dann sind wir halt nicht in Freude, nicht in Liebe, nicht in Leichtigkeit, dann schwingen wir nicht hoch. Und das sind auch Erfahrungen, die einfach viele Menschen machen wollen. So, wenn ich jetzt eine Aussprache mit jemandem habe und sage, okay, nur wenn der das und das sagt, dann kann ich vergeben und dann ist es vorbei und dann kann ich das loslassen und dann ist endlich. Ja, dann habe ich aber auch wieder die Verantwortung nicht bei mir, sondern gebe sie dem anderen. Dann hat der andere wieder die Macht. Und das ist ja genau das, worum es nicht geht. Unabhängig davon, was ich mir gewünscht habe. Ich kann natürlich sagen, hey Papa, ich hätte mir echt mehr Liebe gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass du mich siehst und ich hätte gebraucht, dass du mich wahrnimmst, wie ich bin und dass ich von dir höre, dass ich richtig bin, wie ich bin. Mhm. Aber wenn der das nicht kann, was mache ich dann? Dann bin ich mein Leben lang abhängig, oder? Ich hänge ja da und kriege nie das, was ich eigentlich gewollt hätte. Es ist ja einfach eine wahnsinnig beschissene Situation. So. Und wenn ich das aber zu mir nehme und sage, okay, das hat der mir nicht geben können, aber ich kann mir das heute geben. Ich kann meinem inneren Kind jetzt die Anerkennung, die Liebe und die Sicherheit geben, dass alles gut ist und mich mit mir beschäftigen. Mhm. Und da geht es nicht darum, jetzt jeden Tag mit einem Kuscheltier irgendwie dem zu erzählen, wie toll und lieb und schön man ist, sondern sich immer wieder zu erkennen, ach krass, jetzt ist gerade der Kleine, die Kleine da und agiert und ich bin gerade gar nicht als erwachsener Mensch, nehme ich gerade am Leben teil, sondern ich rutsche in so ein Kinderding und fühle mich, wie ich mich früher gefühlt habe. Dann zu sagen, hey, du machst alles richtig, aber jetzt chill, ich übernehme jetzt wieder als Erwachsener, du hast gar nichts zu tun. Du darfst dich einfach ausruhen, du bist sicher und richtig und so ein bisschen sich diesem inneren Kind widmen für eine Zeit, weil wenn es jetzt gerade so eine Geschichte ist mit dem Papa. Und nimmt damit die Verantwortung zu sich und dann kann der Papa Papa sein, keine Ahnung. Dann ist er vielleicht der beschissenste Vater, Entschuldigung, dass ich schon wieder so ein Wort sage, den es halt gibt. Ja. Aber das ändert nichts an deinem Wert. Du bist ja genauso viel wert, wie wenn der ein toller Papa gewesen wäre. Es ändert einfach gar nichts. Und wenn du das verstehst und die Verantwortung eben dafür zu dir nimmst und sagst, okay, das war so, das ist die Geschichte, die wird sich nicht ändern, aber ich muss auch nicht mehr in dieser Wahrheit leben. Ja. Ich kann einfach entscheiden, dass heute ich, so wie ich bin, richtig bin und dass ich mich jetzt darauf freue, neue Erfahrungen zu machen, wo ich das erkenne und mir die anderen vielleicht auch widerspiegeln, weil es in mir selber schon ist. Ja. Und lass das los. Weil loslassen bedeutet ja nicht irgendwie das fallen lassen, so weg damit, sondern loslassen bedeutet, dass es hier so ist und es könnte gehen oder kommen. Es kann einfach, es ist frei, sich zu bewegen. Mhm. Und es bedeutet nicht irgendwie, ich schmeiß es weg. Und also in dem konkreten Beispiel, dass ich nicht unbedingt Kontakt abbrechen muss, damit ich frei und mich gut fühle, sondern dass beides für mich in Ordnung ist. Ich meinen Wert unabhängig davon, wie Mama oder Papa sich mir gegenüber verhalten, dass ich das anerkenne. Würdest du dann sagen, wenn man immer noch so ein bisschen Groll hat, sei es Mama, Papa, Arbeitskollege oder irgendwas, dass ich meinen eigenen Wert nicht zu 100% sehe, weil ich meinen Wert abhängig mache von der Meinung der anderen Person? Oder? Also das würde ich jetzt nicht so pauschalisieren tatsächlich, aber
offensichtlich gibt es dann noch was in dir, was die Verantwortung für das, wie du dich fühlst, bei den anderen lässt. Weil ob mich jetzt jemand eben schlecht behandelt oder nicht, oder ja, die sind alle immer so gemein oder keine Ahnung, mir passiert ständig und da werde ich immer betrogen und hier und ich habe ja lauter auch solche Kunden, wo solche Geschichten sind. Ja, aber warum passiert es denn dir? Mir passiert es nicht. Was ist es in deinem Leben, dass du das anziehst? Ja. Also, wenn man den Switch schafft, das zu sich zu nehmen und einfach zu gucken, worum geht's? Was ist es? Was ist es in mir? Ich habe keinen Bock mehr, dass jemand anders mein Leben bestimmt. Also mich würde es wahnsinnig nerven, wenn irgend so ein crazy Arbeitskollege da ist, der mich irgendwie da tyrannisiert und das mir jeden Tag den Tag versaut. Hätte ich einfach keinen Bock drauf, dass jemand anders so viel Macht über mich hat. Deswegen alleine würde ich das alles zu mir nehmen und sagen, okay, worum geht's? Was kann ich in mir tun, dass das aufhört, dass das einfach durchläuft, dass es mir egal ist, dass ich das ändern kann. Ich habe die Macht, diese Dinge zu ändern, weil wenn ich entscheide, dass das in mir nicht mehr dieses Gefühl auslöst, wird es nicht passieren. Das kennen wir noch nicht. Und darin haben wir halt nicht viel Übung, aber deswegen lohnt es sich auf jeden Fall sehr, damit anzufangen. Das heißt, wenn wir diese Schleife zurückdrehen, alles, was wir machen, tut Gefühle auslösen in unserem Alltag. Arbeitskollegen, Familie, schöne, Partner. Mittelschöne, schlechte, alles. Genau. Und wenn wir uns die Zeit nicht nehmen, die bewusst zu fühlen, also wirklich Raum zu geben, dann kommen die alle hoch, wenn ich gerade wahrscheinlich nichts zu tun habe. Oder? Genau. Wenn ich zurückkomme eigentlich. Wenn ich eigentlich zurückkommen will, aber ich komme nicht Feierabend zur Ruhe. zum Beispiel. Ja. Und dann komme ich nicht zur Ruhe, weil diese ganzen Gefühle da sind. Und das geht ja in beide Richtungen. Also jeder, der jemanden kennt, der raucht, ist ja so, oh, es ist jetzt gerade stressig, ich muss schnell eine rauchen, um das nicht zu fühlen. Ja. Aber das funktioniert genauso, ich bin gerade krass glücklich, lass mal schnell eine rauchen. Und das Glücksgefühl wird genauso quasi weggedrückt und betäubt. Also wir haben einfach keine Übung da drin, unsere Gefühle zu fühlen. So egal in welche Richtung. Und ich meine, ich habe 2 Kinder, ich mache das mit denen, die müssen ihre Gefühle fühlen und das ist okay, wenn sie die fühlen. Und es ist total lustig, weil die sagen halt sowas wie, wenn dann die Freundin auf dem Spielplatz auf dem Boden liegt und halt total weint und irgendwie gerade einen Gefühlssturm hat, dann geht meine Tochter hin und sagt, das ist überhaupt nicht schlimm, das ist nur ein Gefühlssturm, das will einmal kurz gefühlt werden und dann ist das vorbei. Geil, wie alt ist sie? 5. Die kennen das halt, weil natürlich irgendwie ich versuche einen bewussten Umgang mit denen, mit Gefühlen irgendwie zu entwickeln und für die ist das okay, die können mir auch sagen, was sie brauchen, weil ich frage, die fühlen sich irgendwie schlecht, dann können die sagen, was brauchst du jetzt, damit du das oder das machen kannst? Die können das sagen, weil ich das aber schon immer mit denen mache. So, jetzt heißt es nicht, jeder Mensch das genau so machen muss mit seinen Kindern. Ja. Aber wenn wir alle einen bisschen bewussteren Umgang mit unseren Gefühlen gelernt hätten und einfach gelernt hätten, dass das halt Freunde sind sozusagen, also das Kinderbild, die uns was zeigen wollen und die sagen, dass da gerade was im Argen ist, dass nicht gerade alles eben so ist, dass ich einfach entspannt bin, dass es okay ist oder dass ich nicht glücklich bin oder wie auch immer. Das heißt, wenn ich das verstanden habe, dass dieses Gefühl mir nichts tut, außer zu zeigen, da ist was. Und ich das dann nehme und sage, okay, dann zeig mir mal, was da ist. Worum geht's denn? Und das bedeutet auch nicht wieder, dass das so eine Sache ist von, jetzt habe ich ein Gefühl und dann muss ich mich erstmal hinsetzen und dann ist das so ein riesen Drumrum, sondern das ist ein ganz kurzer Moment, in dem ich kurz dahin gehe, krass, ich bin gerade wütend, worum geht's? Und dann ist es auch sofort da. Du weißt es. Das ist alles in dir. Du brauchst niemand anderen und nichts, um das unbedingt zu machen. Das ist alles schon da. Also das heißt, wenn ich jetzt wütend bin und sage, okay, ich bin wütend, worum geht's? Mein Arbeitskollege hat das gesagt, das hat mich verletzt und gleichzeitig ich auch entscheide, okay, krass, ich habe mich so sehr verletzt und nicht gesehen gefühlt, aber gleichzeitig weiß ich, ich kann mir diese Liebe selbst geben und in dem Moment, wo ich mir dann kurz die Zeit nehme mit meiner kleinen Jungen, dass ich dann wieder die Verantwortung auch für meine Gefühle habe, ne, zu sagen, okay, mein Arbeitskollege, egal was er sagt, das hat nichts mit meinem Wert zu tun, ich kann es loslassen und dann kann sich die Wut auch. Oder? Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, ich glaube nicht, dass dann auch jedes Mal irgendwie das innere Kind dazu unbedingt ist. Aber es kann auch einfach sein, dass es okay, worum geht's? Warum macht mich das gerade so wütend? Ich fühle mich halt überhaupt nicht gesehen. Ja. Und das ist vielleicht ein Gefühl, was du einfach kennst, weil du dich oft nicht gesehen fühlst, weil es irgendwie ein Thema ist, was eben die Seele in dem Leben vielleicht lernen möchte. Oder weil es einfach ein Thema ist, was dir häufig begegnet, weil meistens sind es ja ähnliche Themen. Ja. Also viele haben ja auch dieses so eben People-Pleasing, dass sie ständig allen irgendwie gefallen müssen, dass immer Harmonie gewahrt werden muss und so und über sich drüber gehen die ganze Zeit. Und
das kann einen auch krass wütend machen einfach. Ich mache doch schon alles. Wieso siehst du das denn nicht? Ich tue doch alles, dass hier das friedlich sein kann. Ich habe dir doch hier die besten Arbeitsbedingungen geschaffen überhaupt. Wieso nervst du mich als dein Chef? Ja, also es kann ja ganz viel, also es sind ja super viele Aspekte und es bedeutet nicht, dass es immer nur ist, irgendeine Verletzung aus der Kindheit oder so, sondern es ist halt ein Gefühl da und das will eben gefühlt werden und dann ist es einfach nur die Aufmerksamkeit kurz dahin lenken, da drauf schauen, das fühlen, was da ist und das ist eben gerade Wut und hinter Wut ist meistens auch einfach Trauer. Also Wut und Trauer gehen eigentlich immer zusammen. Ich weiß nicht, wann das mal nicht so war. Ja. So, dann ist es so, dass du da hinschaust, was macht mich denn da so traurig oder wütend? Und dann kommt es. Ich fühle mich nicht gesehen oder ich fühle mich einfach ohnmächtig, ich kann nichts machen. Und dann, okay, das kenne ich auch noch woanders aus meinem Leben. Das hat gar nichts damit zu tun. Ich lasse das jetzt einfach los. Und dann verändert sich das. Und dann geht es auf. Und wenn wir alle frequent sind, so wie es heißt und so wie ich das fühle, dann verändert sich deine Frequenz sofort und dann reagieren die anderen auch anders auf dich. Wenn alles Schwingung ist und ich halt nicht mehr in diesem Mäh schwinge, dass es okay ist, mich so zu behandeln, dann kann andere auch anders auf mich zuschwingen, sozusagen. Ja, du hast ja gerade gesagt, okay, wenn ich mich gerade nicht gesehen fühle, werde ich wütend und gleichzeitig checke ich, okay, krass, ich fühle mich wütend und dann lasse ich es gehen. Aber was ist, wenn die nächste, also dann ist es nicht mein Arbeitskollege, sondern mein Freund. Da habe ich, weiß ich, alles gemacht und trotzdem sieht er nicht das, was ich getan habe. Also habe ich das, dann tut es sich das nicht immer wiederholen oder sagst du mit jedem Mal, wo ich das Gefühl fühle, dass es leichter wird mit jeder Situation, die ähnlich ist? Weil ich weiß natürlich, dass du auch Leute begleitest und an den Ursprung gehst und einfach versuchst, das Thema voll und ganz in Heilung zu bringen. Und jetzt haben wir ja nur konkret dieses Beispiel, okay, das Gefühl zu fühlen in der Situation, ohne zu wissen, vielleicht, woher das kommt, diese Verletzung oder was ich damit machen kann. Ich würde sagen, dass es so ist, dass wenn du das eine Weile machst und checkst, krass, da habe ich ein großes Thema. Ja. Das ist einfach ein Ding in meinem Leben, dass ich mich einfach nicht gesehen fühle. Ja. Ja, jeder hat ja so irgendein Thema, irgendwie, habe ich gehört. Dann macht es halt voll Sinn, sich Hilfe zu holen, genau zu diesem Thema. Und ob du dann zu einem Therapeuten, zu einem Coach gehst, auf irgendeinen Workshop, keine Ahnung, mit wem auch immer sprichst und sagst, hey, ich brauche Hilfe, um das zu lösen. Ich will wissen, was die erste Ursache davon ist. Ich möchte das auflösen und nicht, was ist warum ist es so, weil warum bringt Geschichten, sondern es geht immer darum, an die Wurzel zu kommen von dem, warum ist es, also was ist es in meinem Leben, dass sich das einlädt. Und wenn du da hinschaust mit einem Profi, der das kann, so wie ich Leute ausbilde, ich meine, die Coaching-Ausbildung, die du gerade machst, ist ja genau das, da geht es darum, dahin zu gehen und an die Wurzel zu kommen. Und meistens in die Kindheit. Ja, oder wo auch oder immer. Also es gibt einfach viele, viele Situationen und in den ersten 7 Jahren sind wir einfach so offen, dann nehmen wir alles als Wahrheit. Die Mama ist krank, ich bin schuld. Das denken Kinder. Ja, oder die Eltern streiten. Genau, die Eltern streiten, ich bin daran schuld. Die nehmen das einfach. Da gibt es keine Filter. Das kommt erst später. Ja. Und deswegen nehmen die alles einfach auf. Deswegen ist es auch so, dass Kinder halt die ersten 7 Jahre eigentlich bei den Eltern schlafen müssten, um halt sich dann zu regulieren nachts. Was bei uns aber nicht der Fall ist, sondern man legt die in ein Nebenzimmer. In einer Nebenhöhle würde ein Tier nie sein kleines Kind legen, oder? Aber wir machen das. Nachts tun die alles, was sie aufgenommen haben, tagsüber regulieren, über die loslassen. Und dann wachen die vielleicht mal auf, dann ist niemand da, dann nicht sofort. Ja. Weil alleine so ein von der Mama beruhigt ja schon krass. Also es ist ja sofort so ein, ja, das ist da, alles gut, ich bin sicher. Ja. So. Auch wenn da gerade in mir vielleicht durch einen Traum oder so irgendwas halt geregelt wird. So, genau. Okay, das heißt, ich würde zu einem Profi gehen einfach. Weil, also, keine Ahnung, ich habe einen sehr bewussten Umgang mit meinen Gefühlen und habe das von meinen Eltern schon immer mitbekommen, dass man sich die Sachen anschaut und dahinter schaut und worum es halt geht. Und auch ich, wenn ich irgendwie check, das ist ein Thema, das ist irgendwie ein größeres Thema oder da ist irgendwas, dann gehe auch ich irgendwie zur Sonja zum Beispiel oder zu einem Coach eben und lass mir helfen. Ich glaube, nachher machen wir es mal konkret. Tun wir irgendwas bei mir auflösen, damit man das ein bisschen besser checkt. Aber ich habe noch mal eine Frage, weil die Menschen tun ja heutzutage nicht nur mit Cannabis betäuben. Ne? Also Substanzen, in Berlin vor allem beim Feiern, das ist ja jetzt so das Thema. Microdosing, Pilze, Ayahuasca, das ist ja jetzt so voll im Kommen. Würdest du sagen, dass auch andere Substanzen
missbraucht werden, weil du jetzt auch schon genannt hast, wir lernen nicht, unsere Gefühle zu regulieren. Gleichzeitig nehmen wir uns auch nicht im Alltag die Zeit und möchten am liebsten verdrängen oder tun mehrheitlich Ja, weil wir es verdrängen. ja nie anders gelernt haben einfach. Und es gibt, ich meine, Cannabis ist nicht die einzige Substanz zum Runterkommen. Es gibt auch viele andere Substanzen. Würdest du denn sagen, dass das so ein kollektives Thema ist, was wir heutzutage haben, dass wir Substanzen nehmen, um runterzukommen? Oder sagst du auch, okay, nee, das ist auch die Chance, um wirklich, wie du sagst, einen bewussten Umgang mit Pflanzen oder anderen Substanzen zu haben, um uns näher zu kommen? Also ich glaube, alles, was mit chemischen Drogen zu tun hat, ist einfach Betäubung oder halt sich Euphorie erschaffen, weil man sein Leben so halt nie so geil findet. Einfach. Ja. Und wie schön ist es dann, einen Abend sehr viele Endorphine auszuschütten und die nächsten Tage gar keine mehr zu haben? Ich weiß es nicht. You do you. Mach einfach, wenn du das möchtest. Wenn das ein bewusster Umgang damit ist und du dir denkst, geil, ich feiere jetzt heute und heute habe ich Bock auf diesen Endorphin-Rush, Ja. dann fein. Aber das ist ja bei den meisten nicht so. Dieses bewusst tatsächlich Substanzen zu sich nehmen, bewusst zu schauen, okay, was will ich heute und warum will ich das? Also was ist gerade mein eigentlicher Antrieb jetzt, das Gefühl haben zu müssen, ich brauche einen Endorphin-Rausch. Ist das bei Alkohol auch so? Und bei Alkohol ist es ein bisschen anders, weil die Hürde nicht so hoch ist, weil es ja überall ist. Ja. Aber tatsächlich betäubst du dich mit Alkohol ja auch. Alkohol ist ein Nervengift, es passiert nichts anderes. Alkohol verhindert die Heilung, es macht einfach alles nur schlechter. Es macht die meisten Menschen alle Zugänge zu sowas, wo wir so angebunden sind, wo wir uns vielleicht mit unserem Higher Self oder unserer Seele irgendwie verbinden könnten. Das kannst du unter Alkoholeinfluss, können die meisten dann nicht mehr. Und was bedeutet das dann, wenn die es nicht mehr können? Das bedeutet, dass sie ganz in diesem Sumpf hier bleiben. Es zeigt sich ja auch im Alkohol ganz oft, wie Menschen so, wirklich ja. sind. Aggressiv kommen, dann Gefühle werden stärker auch tatsächlich. Also Alkohol verstärkt ja Gefühle. Also entweder ballerst du dich halt so weg, dass du gar nichts mehr checkst, oder es gibt ja dann dieses Zwischending, wo dann irgendwie Menschen so super euphorisch, fast frech, schon irgendwie auch unangenehm offen sind, oder? Man kennt es so. Also es löst ja so ein bisschen die Hemmungen. Ja. Das geht, glaube ich, in die andere Richtung vermutlich eher. Aber Ja. wenn du es halt immer machst, gut, dann ist es halt ja eh schon eine Sucht und auch wieder schwierig, wenn du es halt brauchst, um die Welt auszuhalten oder deine Gefühle zu fühlen oder wie auch immer. Und bei allen pflanzlichen Sachen, könntest du sie anders verwenden, könntest sie dir anders zunutze machen. Das bedeutet nicht, dass du nicht auch einfach dich wegkiffen kannst. Die Option hast du ja immer und du kannst immer sagen, heute ist der Tag, wo ich das brauche. Fertig. Solange du bewusst entscheidest. Ja, nur das Bewusstsein haben halt die wenigsten. Ich mache das halt, weil ich habe es mit 13 Mal angefangen, ist nice, seitdem macht es jeder und wieso soll ich jetzt bewusst anfangen zu kiffen so? Ja. Und würdest du sagen, wenn wir betäuben, dann sind das immer Gefühle, die wir da unterdrücken, oder gibt es noch irgendwas anderes, wo wir versuchen, Dinge zu umgehen? In diesem Leben, wo du in so einem Körper bist, um Erfahrungen zu machen, die du über Gefühle machst. Und diesen Körper, das da, was 3D anfassbar irgendwie ist, würde ich sagen, geht es meistens, wenn es nicht ist, dass du einfach krasse Schmerzen hast, körperlich, und deswegen vielleicht irgendwie konsumierst, um das weniger zu ertragen. Wobei man da auch schauen könnte, was dahinter steckt. Würde ich sagen, geht es immer darum, dass es Gefühle oder Traumata sind, die halt wirken, wo es leichter ist, nicht hinzuschauen und eher eben sich zu betäuben. Gefühle nicht zu fühlen, nicht dahin zu gehen. Was meinst du mit Traumata? Na, also das klingt immer so dramatisch, Traumata. Und ich meine, ich mache ja bei dir die Coaching-Ausbildung. Ich habe auch viele Sachen aufgelöst und oftmals sind das ja so Situationen aus meiner Kindheit, die jetzt, wenn man als Erwachsene drauf schaut, kein großes Thema ist. Aber wie du sagst, als ich klein war und diesen Filter einfach nicht hatte, hat das schon viel bewirkt. Also wenn man klein ist und die Eltern sich streiten und gleichzeitig als Kind fühlt man ja alle Sachen und in dem Moment weiß man überhaupt nicht, ey, bin ich hier gerade sicher? Was geht hier eigentlich ab? Und dass daraus ja schon was entstanden ist an also du meinst, Unsicherheit. Ob jedes Trauma
zum Beispiel was Dramatisches wie ein Missbrauch ist. Ja, genau. Kein Fall. Weil Leute können ja sagen, nee, ich betäube nichts, bei mir ist in meinem Leben nichts passiert. Mhm. Ja, also dann würde ich halt fragen, ja, okay, aber warum hast du dann den Need sozusagen immer zu rauchen? Wenn du den hast, dann gibt es einfach was. Also das sowieso. Und dann ist es überhaupt nicht so, dass jedes Trauma irgendwie eine wahnsinnig riesige Geschichte sein muss, wie dass du einen Unfall gesehen hast oder dass, weiß ich nicht, du geschlagen wurdest. Das muss gar nicht sein. Es können missverständliche irgendwie Situationen sein, weil Kinder einfach eben noch keine Filter haben. Und was halt auch ist, du musst dir das so vorstellen, wenn so ein Säugling auf die Welt kommt, der kann ja nicht reden. Die fühlen halt einfach. Ja. Und die fühlen, ist meine Mama gerade entspannt oder nicht? Bin ich gerade sicher? So. Wenn jetzt die Mama die ganze Zeit hart im Stress ist, dann ist das Kind auch hart im Stress. Das heißt nicht entspannte Mama, entspanntes Kind. Kinder bringen auch Sachen mit. Sowas will ich nicht sagen, sondern was ich sagen mag ist, Kinder haben einfach die ganze Zeit die Sensoren und können über diese Spiegelsynapsen wahrnehmen, was gerade für eine Stimmung ist. Was ist die Frequenz hier im Raum? Was geht ab? Und die reagieren sofort darauf. So überdrehte Kinder weißt du immer genau, okay, jetzt da ist das los oder der kommt rein und auf einmal sind die Kinder anders. Man kann da richtig, wenn man so ein bisschen drauf achtet, schon viel sehen einfach. Ja. Und das bleibt halt so. Die ersten 7 Jahre ist es so, dass Kinder in diesem Modus sind. Es wird immer weniger, aber das ist halt so. Die fühlen die ganze Zeit. Ist das, okay, das hat was mit zu tun, bin ich noch sicher? Und warum müssen Säuglinge das fühlen? Okay, bin ich sicher, ist mein Überleben gesichert. Um was anderes geht es ja dann nicht. Das ist halt ein Grundbedürfnis. Natürlich werden dann Hormone ausgeschüttet und Oxytocin und dann Liebe und entsteht das alles so und Geborgenheit. Aber wenn das halt eben wegfällt oder du vielleicht mal schreien gelassen wirst, weil die Mama halt nicht mehr kann, dann kann schon allein das halt irgendwie eine traumatische Erfahrung sein. Und das bedeutet eben nicht, dass deswegen deine Mama eine schlechte Mama war und das alles irgendwie schrecklich war. Aber es gibt halt eine Situation, in der hast du dich allein gelassen gefühlt und es ist in unserem Körper gespeichert. Der Körper speichert einfach diese Erfahrungen und weil er halt krass schlau ist. Und sagt, okay, das war schon mal nicht gut, das merke ich mir, damit, wenn das wieder passiert, ich anders drauf reagieren kann, weil so wie es damals war es nix. Ja. So. Und dann bleibt es halt und ist da so als Backup. Und wenn es nie angeschaut wird und nicht gelöst wird aus deinem System, dann ist es halt da und es wirkt. Und dann muss es nicht heißen, dass du eine traumatische Kindheit mit schwierigsten Eltern hattest oder so. Dann kann es auch einfach sein, dass dich in der Schule jemand dumm geärgert hat. Ja, okay. Und wenn wir das jetzt einfach weiterspulen, es gab einen Moment in der Kindheit, da hat mich meine Mama weinen lassen, ich habe mich alleine geführt. Was kann das jetzt im Hier und Jetzt bei mir auslösen? Das bedeutet zum Beispiel, dass wenn du übergangen wirst in der Arbeit, dass dann das angetickert werden kann, okay, krass, ich werde schon wieder nicht gesehen. Oh mein Gott, ich habe wirklich eine Freundin, da ist so ein Arbeitskollege und der wurde halt in einem Feedback-Loop nicht gefragt, weil meine Freundin dachte, hey, er hat ja Besseres zu tun als das und der war richtig pissed. Ja. Das habe ich voll dran erinnert. Das heißt, in dem Moment hat er sich gar nicht gesehen gefühlt, hat krass emotional reagiert, hat irgendwie ein Eskalationsgespräch, dabei hat sie ja nur das Beste gewollt, so nach dem Motto, ey Bro, okay, ich kümmere mich drum. Und das hat für ihn Pup. Ja, aber das ist genau das, wir wissen halt nicht, was unsere Sachen in den anderen auslösen. Da liegt halt die Verantwortung für seine Gefühle auch eigentlich bei ihm, gell? Er hätte auch einfach nachfragen können, warum ist das so? Entspannt, kurz. Ja. Sag mal, wie schaut's aus? Aber es ist halt auf was gefallen, was da schon im System hängt. Ja. Und dann ist es halt, wird es halt manchmal wie so eine kleine Atombombe. Eine Gefühlsatombombe, die wir dann nicht bewusst fühlen, sondern die wir uns... Wenn man dann seine Gefühle nicht bewusst hat und dann vielleicht irgendwie noch einfach irgendwie auch nicht einen bewussten Umgang überhaupt hat in seinem Leben, dann ist es halt so, dass man einfach eskaliert und ausrastet. Und ich meine, in unserer Generation ist das ja ein großes Thema, ne? Heilung, Microdosing, Mental Health, Burnout. Ich meine, die Boomer, die sagen ja immer, alles okay, ich habe auch überlegt. Also wie kann es sein, dass es unsere Generation so sehr beschäftigt, aber die Generation über uns ja auch überlebt hat, ohne das ganze Gefühlsgedöns? Weil wir mit denen leben mussten und den Auswirkungen gelebt haben, wie es ist, wenn man die Sachen nicht auflöst.
Das heißt, all das, was deine Eltern nicht aufgelöst haben, weil sie in der Boomer-Generation sind und alles weggedrückt und so getan haben, als wäre alles in Ordnung, wo nicht gestritten wurde oder so, das darfst du jetzt alles auflösen. Das geben wir weiter. Was meinst du mit das geben wir weiter? Also, die tun es unbewusst durch ihre Erfahrungen? Durch dieses Verhalten, so zu tun, als wäre immer alles okay. Ja. Was lernt man dann, gell? Ja. Gefühle sind halt nicht gut. Du musst funktionieren. Das haben wir alle gelernt. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Reiß dich halt mal zusammen. So schlimm ist es doch gar nicht. Ja. Ich habe es doch auch geschafft. Wieso müsst ihr jetzt da so in eure Gefühle reingehen? Und meistens ist es halt so im Leben, wenn das Pendel bei denen da ist mit wir schauen es gar nicht an, dann muss halt die nächste Generation ganz darüber, damit die Kinder von denen hier dann vielleicht in der Mitte sein können und nicht irgendwohin ausschlagen müssen. Das heißt, jetzt wird ganz extrem alles aufgeräumt, davor gar nicht, damit dann die Kinder von denen vielleicht irgendwie entspannt mit allen beiden sein können. Würdest du auch sagen, das ist der Grund, warum Gen Z so, ich meine, ich habe damals so ein Video geschaut, ne? Da hat er so, das war so ein lustiges Meme, da hat Gen Z-Mitarbeiter zu seinem Chef gesagt, ich kann heute nicht kommen, weil ich muss mich um mein Kind kümmern. Und der Chef so, du hast kein Kind. Und Gen Z so, doch, mein inneres Kind. Und ich bin ehrlich, ich habe damals, als ich mich auch nicht damit beschäftigt habe, das fand ich so, ich habe mich auch darüber lustig gemacht, weil ich dachte, was für ein inneres Kind. Und als ich mich dann mit all dem beschäftigt habe, bei dir in dieser Coaching-Ausbildung und was das alles mit uns macht im Erwachsenenalter, habe ich erst gecheckt, krass, Gen Z ist ja fast schon weiter als wir. Viel weiter. Die mit 20, also wirklich, ich habe eine kleine Schwester von einer Freundin, die tut sich mit Beziehungstypen, was war das, avoidant, entweder bist du der Vermeidende oder der Verschmelzungstyp. Ja, genau. Mit 20 weiß sie das schon, sie so, ja. Autonomie oder Verschmelzungstyp. Ja, mit 20 weiß sie das schon und sagt gleichzeitig, ja, sie redet mit ihren Freundinnen darüber, natürlich den Schritt zu gehen, aufzulösen, so weit sind die noch nicht, aber die reden offen darüber, dass die das sind und durch die Erfahrungen, die sie gemacht haben damals mit ihrer Mama, ihrem Papa und ich dachte so, krass, die ist 20. Ja. Das heißt, Gen Z ist dafür da, um aufzuräumen? Auf jeden Fall. Und deshalb sind die Boomer so krass. Deswegen überfordert die das so krass, ja klar. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die alle gemacht haben. Ja. Okay, wild. Und es ist ja genau, und das ist genau das, was ich meine, das wirkt auf uns, also dieses Beziehungstypmodell ist ja quasi so, wenn du eine Mutter hast, die ein Verschmelzungstyp ist und die ganze Zeit dich irgendwie und in den Arm nimmt und vielleicht zu viel anfasst und keine Ahnung, irgendwie die ganze Zeit sehr nah und aufdringlich ist, dann wirst du zu einem Autonomietyp, weil du brauchst Freiraum. Mhm. Und dann bist du halt, und das meine ich mit, das wirkt auf uns, wir müssen dann mit den Konsequenzen leben, quasi in denen wir aufgewachsen sind, weil sie sich ihrer Übergriffigkeit vielleicht nicht bewusst, die halt nie den Raum gegeben hat. Tür einfach auf, hinher, man kennt es, also irgendwie solche Situationen oder dich viel zu oft und viel zu lange umarmt hat, obwohl du es vielleicht gar nicht wolltest. Ja. So. Wenn du jetzt dann Autonomietyp geworden bist und gar nicht mehr das erträgst, sondern eher immer deinen Freiraum brauchst und sagst, boah, ich kann schon in Beziehung sein, aber zu nah und so zu viel kuscheln und so nah und zu viel Menschen zu nah und so, das kann ich nicht, dann lebst du einfach quasi das Gegenteil von dem, das meine ich das mit dem Pendel, das Gegenteil von dem, was du halt erlebt hast, weil du das andere zu viel hattest. Ja. So, eigentlich sind wir immer beides und eins ist halt extremer. Aber um da in die Mitte zu kommen, müssen wir halt auch einen bewussten Umgang damit haben. Da muss ich wissen, okay, warum muss ich denn jetzt hier gerade weg? Was ist denn das Gefühl? Warum habe ich das Gefühl, dass ich gerade Freiraum brauche? Was ist es? Warum ist es mir zu nah? Und dann, okay, krass. Das erinnert mich an meine Mama, die mich immer erdrückt hat. Nice, das ist ja gerade gar nicht der Fall. Die Situation ist ganz anders. Ja. Ich kann einen Schritt zurücktreten, aus so einer Beobachterposition draufschauen und checken, da wurde gerade was Altes getriggert, ich muss gar nicht wegrennen. Aber nur dann geht es halt, wenn ich anfange, mit diesen Dingen bewusst zu werden. Ja, also praktisch in dem Fall, wenn jetzt eine Person freiheitsliebend ist und dann gibt es jetzt, sie datet eine Person, die eigentlich ganz interessant wäre, aber gleichzeitig, wenn die sich jetzt so oft meldet, dann wäre jetzt, oh Gott, dieses Thema mit der Mama, die erdrückt mich und dann würde daraus höchstwahrscheinlich keine Beziehung entstehen, obwohl die Person vielleicht matchen würde, nur weil die Person denkt, okay, ich werde hier erdrückt von meiner Mutter. Dabei ist es eigentlich. Ja, also das Gefühl ist das Gleiche wie dieses Erdrücktwerden von der Mutter. Ja. Aber wenn man keinen bewussten Umgang damit hat, hat man halt das Gefühl, der andere erdrückt einen schon. Ja.
Und man könnte ja auch einfach sagen, hey, das ist mir ein bisschen zu viel. Ich fände es voll schön, wenn irgendwie der Tonus deiner Nachrichten ein bisschen geringer ist, wie auch immer. Oder ja, einfach offen darüber sprechen. Aber auch das ist ja einfach, damit haben ja auch die meisten einfach keine Gewohnheit. Also alles offen zu kommunizieren. Ja. Also das Einzige, was wir offen kommunizieren, ist, du bist schuld. Ja. Und nicht, ich fühle mich Genau. traurig, wütend, verletzt. Sondern nur, wer ist schuld? Mein Kopf denkt, du willst mich erdrücken Ja, mit dem, was du da tust. Und ich fühle mich sehr bedrängt. ja, Und in meinem Körper geht dann das oder das oder das ab. Und das ist einfach ätzend. So. Und das ätzend sollte man vielleicht sogar weglassen, weil das schon wieder eine Bewertung ist. Aber wenn man so kommuniziert und einfach der andere weiß, okay, wenn ich so mache, dann macht das was mit dir. Krass. Und was macht das eigentlich mit dir? Dann kann man sich ja viel mehr auf Augenhöhe und ganz anders begegnen, gerade in einer Paarbeziehung. Oder halt, wenn man sich gerade datet und kennenlernt. Nur damit haben wir alle überhaupt keine Gewohnheit. nee. Ja. Nee, also Gefühle zu fühlen wäre natürlich der erste Schritt, aber die noch zu benennen und zu kommunizieren, da ist noch ein bisschen zu viel erwartet. Das ist so der Optimalzustand. Ja. Das ist der Wunschzustand. Genau. Krass. Weil wenn du immer weißt, was bei deinem Gegenüber gerade ist Ja. und verstehst, krass, deswegen reagiert der so oder so, deswegen hat der mich vielleicht beim Chef hingehängt. Wenn ich check, warum? Also was ist das? Ja. In welchem Gefühl ist er gerade? Welche Gedanken hat der eigentlich? Dann entsteht ja sofort wieder eins, wir sind wieder in Verbindung und dann ist das eben nicht diese Trennung und dieses, ich hänge dich hin und ich gehöre nicht mehr dazu und so Gefühl, sondern sobald ich verstehen kann, weil du es mir sagst oder mir da offen zeigst, worum es eigentlich geht, bin ich ja voll wieder in Verbindung und wir zwei können auf einer ganz anderen Ebene miteinander sein. Das geht aber nicht, wenn ich nicht weiß, was du da eigentlich gerade treibst und ich gar nicht check und es nur persönlich nehme und das Gefühl habe, ich bin das Opfer von den Umständen, die halt sind. Ja, das ist mega krass, weil ich hatte, also wenn Mitarbeiter irgendwas untereinander haben, dann kommen die manchmal auch zu mir, um sich einfach auszusprechen. Und da gab es eine Mitarbeiterin, die hat so eine kleine Auseinandersetzung gehabt mit ihrem Arbeitskollegen. Dann hat sie mir das erzählt. Und es gibt ja so zwei Typen. Entweder steigst du da voll auf ein und sagst, wie kann das nur? Und dann tust du es mehr oder weniger hochspielen. Und dann habe ich nur gesagt, hey, ich habe das Gefühl, du hast dich in dem Moment nicht gesehen, gefühlt. Was sicherlich irgendeinen anderen Ursprung hat, das hat er einfach nur getriggert. Ich kann dir nur sagen, mit dem kannst du über alles reden. Der ist total offen dafür. Teile einfach das, was du gefühlt hast. Und das wird schon irgendwie. Und genau das hat sie gemacht und dann hat sie sich bei mir gemeldet und meint, wow, krass, das war richtig schön, das Gespräch. Wir haben uns ausgesprochen. Er hat sich dann auch entschuldigt, dann haben wir uns umarmt und dann war alles wieder okay. Und das fand ich so krass, weil die krassesten Beziehungen tun ja auch solche Auseinandersetzungen einfach überleben. Ne? Also, dass man einfach weiß, ja klar, je offener. Und dann gibt es halt auch keine Auseinandersetzung mehr, wenn man alles so offen sagen kann. Ja. Dann braucht es keinen Streit und dann braucht es auch kein Drama und kein irgendwie krasse Gefühlswellen, sondern dann ist es einfach so, hey, in mir ist gerade das und das Gefühl oder das und das löst das und das in mir aus. Wie meinst du das überhaupt? Worum geht es denn da eigentlich? Ja. Was ist es, warum du das so machst? Wenn der andere das erzählen kann und dann checkst, das hat mit mir überhaupt nichts zu tun, krass. Es ist einfach wirklich seins abgefahren. Aber warum dann können muss wir das ich's nicht nehmen? Ja, weil wir damit keine Gewohnheit haben. Weil niemand uns das beibringt. Wir haben leider kein Schulfach, irgendwie Umgang mit Gefühlen. Ja, das ist ja noch geil. dazu am besten Meditation. So nix. Also wir lernen das ja nicht. Und was mache ich dann mit diesem Gefühl, wenn ich es habe? Keine Ahnung. Dann gibt es irgendwie verschiedene Tools, wie man die auflösen kann oder wie man die integrieren kann für sich. Und da kann ja jeder seins finden. Ja. Ich mache es mit einer Herzintegration, so, weil ich finde, dass es gut funktioniert. Was ist eine Herzintegration? Was ist eine Herzintegration? Ja, natürlich weiß ich das, aber die Leute, die es hören, wissen es nicht. Also, die Herzintegration hat mein Vater entwickelt, sage ich. Das sind 5 Sätze, die du sagst, das kommt sozusagen aus der Aufstellungsarbeit, indem du Anteile oder Gefühle, Dinge, die du nicht haben magst, Glaubenssätze, was auch immer gerade da ist, zu dir nimmst wieder. Weil, wenn wir es so wegdrücken, kostet uns das Energie. Ja. Das ist auch das, was uns oft abends erschöpft. Also wenn du dir vorstellst, ich mag nicht das Gefühl, irgendwie ohnmächtig zu sein oder überfordert zu sein, dann drückst du das weg und es ist so anstrengend, wie so einen Wasserball unter Wasser zu drücken. Und ihr kennt es, glaube ich, oder du kannst dir das vorstellen, wenn so ein Wasserball dir wegwitscht, mit was für einem Wumms, der aus diesem Wasser springt und dir um die Ohren fliegt. Und genau so wird es mit deinen Gefühlen passieren.
So, damit du jetzt die Energie, die du aufwendest, das unter Wasser zu drücken und von dir wegzuhalten, wieder für dich nutzen kannst, um einfach auch mehr Kraft zu haben, kannst du diese Emotion, dieses Gefühl von Überfordertsein integrieren und dir wieder zurückholen. Und sagen, okay, mit diesen 5 Sätzen sagst du deinem System, das ist kein schlimmes Gefühl, das ist okay. Ich kann mich überfordert fühlen. Ich nehme es und dann nehme ich das wie aus diesem Regal an. Ich hebe Gefühle auf und für später oder für irgendwann oder für niemals und nehme das raus und setze was Schönes stattdessen rein. Ja. Also du sagst diese 5 Sätze, es ist wirklich super einfach, es dauert keine 30 Sekunden. Dann löst du es auf, nimmst es in dein Herz, zur Heilung und entlässt dich in Entspannung oder in irgendwie eben was Positives. Und das ist so interessant, wo du gesagt hast mit dem Ablehnen, weil es gibt so Leute, die sagen, ja, aber nützt ja nichts, traurig zu sein, weil das löst ja nichts, ne? Und wie du sagst, jede Emotion ist eine Energie und wenn man die nicht zu sich nimmt, also wirklich annimmt und einmal sich durchfließen lässt, kommt sie sowieso. Ja, irgendwann. Kommt sie halt in einer anderen Form oder heftiger oder weiß ich nicht. Das Leben sorgt schon dafür, dass du deine Gefühle fühlst und dass du in deine Themen kommst. Es ist so. Also kann man nicht sagen, okay, ey, Vanessa, sorry, aber ich kann jetzt gerade nicht traurig sein, weil ich habe halt Dinge zu erledigen und hilft mir ja nicht. Dann wirst du sagen, ja, dann viel Spaß, wird dir um die Ohren fliegen. Dann würde ich fragen, okay, warum liebst du dich so wenig, dass du dir nicht die Zeit nimmst, traurig zu sein, wenn was Schlimmes passiert? Was geht ab? So würde ich dann da reindrücken vielleicht. Weil das natürlich schon auch eine krasse Form ist von nicht vorhandener Selbstliebe, wenn du dir deine Gefühle nicht erlaubst und sagst, ja, keine Ahnung, das hilft dir jetzt nicht, ich schaue da gar nicht hin, was soll das auch, aber das Gefühl ist ja da. Ja. Das ist ein Teil von dir und wenn du den Teil ablehnst und so tust, als wäre der nicht da, dann aua. Was für eine Erfahrung hast du da gemacht, so bei deinen ganzen Menschen, die du begleitet hast? Wie kann sich das zeigen, wenn man seine Gefühle nicht fühlt? Oh, in verschiedensten Formen. Also ob es ist, dass du dann irgendwie, wenn du mit Stress oder so nicht umgehen lernst, irgendwelche Binge-Attacken hast und krass viel essen musst. Oder du auf einmal in Burnout kommst, weil halt alles zu viel ist. Du in eine Depression gehst, um dich zu betäuben, weil du das Leben so, wie du es gerade hast, nicht erträgst. Es gibt oder dass es sich dann halt im Körper manifestiert und du einfach krank wirst. Das heißt nicht, dass jeder, der krank ist, nicht seine Emotionen angeschaut hat, aber das kann einfach passieren. Weil das einfach eine Energie ist, die nicht aus dem Körper manifestiert und in seinem System halt hängt. Und wenn das nicht im Fluss ist, dann ist das mein Bild, dass das so mit den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, ist es auch so, dann verändert sich auch ganz viel an der Krankheit. Ich will jetzt nicht sagen, ich kann Krebs heilen, auf keinen Fall. Aber wenn du hinschaust, worum geht's da und was ist da alles, dann kannst du auf jeden Fall vielleicht den Heilungsweg verändern oder irgendwie unterstützen, sag ich mal. Das heißt, es hat nicht immer eine, ich sag mal, manche sagen ja irgendwie Genetik oder es ist wie so mir passiert und es ist mal, also ich habe das Gefühl, Krankheiten werden immer biologisch betrachtet. Ja, weil das unser Blick drauf ist, aber das ist halt ein einseitiger Blick einfach in unserer westlichen Welt. Aber das heißt, dass Krankheiten auch, wie du ja gesagt hast, Gefühle nicht fühlen, weiß ich was für Themen oder Sachen im Körper festhängen und die sich an Krankheiten. Also, keine Ahnung, ich krieg Schnupfen, dann frage ich mich, wovon habe ich die Nase voll? Was geht gerade in meinem Leben? Und ich weiß genau dann, worum es geht, ja. Ich habe Rückenschmerzen, okay, wo trage ich gerade zu viel? Worum geht's? Wo trage ich zu viel Verantwortung? Was ist das? Und dann weiß ich sofort, worum es geht. Und so hat jede Krankheit oder jedes Ding in deinem Leben, auch jede Erkältung, man kennt es so, man macht viel zu viel und hörst einfach nicht auf deinen Körper, dass es eigentlich genug ist und dann kommt halt so eine Grippe und dann liegst du da halt und kannst nichts mehr machen. Ja. Dann nimmt das Leben dich halt aus dem Spiel. Gut, wenn du es nicht selber gecheckt hast, dann bitteschön. So. Und genauso ist es mit auch schwereren Krankheiten. Natürlich gibt es genetische Vorgeschichten und dann würde ich halt auf die Familiengeschichte gucken, würde schauen, welche transgenerationalen Traumata sind in der Familie, was geht ab in der Familiengeschichte, was man lösen kann, was darauf vielleicht wirkt. Das heißt nicht, dass man damit die Krankheiten heilen kann, aber man kann auf jeden Fall die Ursache wegnehmen für die nächste Generation. Man kann schauen, dass deine Kinder vielleicht nicht das weiterleben müssen oder da irgendwie Heilung reinbringen. Man hat
einfach viel mehr Möglichkeiten, als uns gesagt werden. Und Gott sei Dank gibt es Schulmedizin und dieses ganze Biologische und so, weil das rettet natürlich mega viel. Und ich will das gar nicht verteufeln, aber ich fände es halt voll schön, wenn der Blick auf das andere, das Emotionale und dieses ganze Gefühlskörper und das Energiesystem, wenn der Blick da halt auch irgendwie drauf sein würde. Aber wenn das halt so verschmelzen kann, irgendwie Körper und Geist und Seele und everything einfach. Was sind so transgenerationalen Traumata, die du gerade angesprochen hast? Also zum Beispiel ist meine Mutter ja Tochter einer Frau, die den Krieg noch erlebt hat. Ja. So. Die hat Dinge erlebt und Dinge gesehen, die sie vielleicht nicht hätte sehen sollen und es wirkt. Oder es gibt in der Familie irgendein dunkles Geheimnis, wie was gewirkt hat. Ja. Und wie hat das auf dich noch gewirkt? Also, da gibt es keine Geschichte, ich wollte es nur als Beispiel. Okay. Aber was ich sagen kann, ist, wen es interessiert, und das macht auch voll Sinn, sich das anzuschauen. Es gibt auf Netflix eine Serie, die heißt Ein anderes Selbst, glaube ich, oder Das andere Selbst. Da geht es nur um Aufstellungsarbeit und transgenerationale Traumen, wie das wirkt und was man tun kann. Und ist ein bisschen eine dramatische türkische Serie, aber richtig schön, um zu verstehen, wie das aussehen könnte. Warte, ich habe eins, das ich teilen kann jetzt. Ja. Also meine Eltern sind ja in Vietnam geboren, so am Ende, so halb im Krieg am Ende. Und wie du ja sagst, alle Traumata, was ist eigentlich die Mehrzahl von Traumen oder Traumata? Also Traumata sind ja irgendwie in der DNA und werden halt vererbt. Und du meintest ja irgendwie teilweise 7 Generationen rückwirkend. Und ich habe mega das große Thema mit Sicherheit. Also dieses Thema, ich muss nicht was tun, um sicher zu sein. Weil in Vietnam im Krieg, wenn du nichts machst und auf der faulen Haut liegst, stirbst du halt. Und gleichzeitig bin ich ja nicht mehr im Krieg oder in einem Land, wo es kein Sozialsystem gibt, sondern ich bin in einem Land, wo es ein Sozialsystem gibt. Das heißt, statt ich mich überarbeite oder meine Gedanken immer unendlich kreisen, dafür kann ich mir ja die Zeit nehmen, um eine Stunde zu chillen oder an nichts zu denken, was ich aber eine Zeit echt richtig lang nicht konnte, weil die ganze Zeit dieses Bedürfnis von, nee, ich bin nicht sicher. Und das musste ich mir ja in ganz vielen Selbstheilungsprozessen anschauen, bis ich gecheckt habe, krass, das ist nicht von mir, weil es macht in Deutschland keinen Sinn, sich unsicher zu fühlen. Ja. Und gleichzeitig fühle ich mich aber permanent unsicher. Und ja, das hat mega gewirkt bei mir. Das war wild. Ja, das glaube ich. Das sind diese Sachen, also da gibt es ja ganz viel irgendwie. Also eben auch so dunkle Familiengeheimnisse, wo mal jemand um die Ecke gebracht hat, was man irgendwie unter den Tisch gekehrt hat und wo es immer irgend sowas gibt, wo alle so drum rumschleichen. Ja. Und sowas wirkt einfach auf uns. Dann haben wir vielleicht immer das Gefühl, wir haben eigentlich irgendwas zu verbergen. Uns ist irgendjemand auf der Spur, so, gell? So dieses, oder dieses Imposter-Syndrom, dass du denkst, bis sie erstmal alle checken, dass ich gar nichts kann. Das haben ja auch viele irgendwie. Und das liegt oft auch an sowas einfach. Also es gibt für alles irgendwie eine erste Ursache, habe ich das zumindest. Die nicht unbedingt im jetzigen Leben, sondern in der Familie oder irgendwo. Ja, irgendwie. Okay, dann, also die Tatsache, warum ich dich eingeladen habe, Vanessa, also ich kenne auch Freundinnen, die bei der Therapie sind, wo die irgendwie erzählen, was sie da alles aufgearbeitet haben, wo die irgendwie 10 Sitzungen haben und bei dir mache ich gefühlt eine, weil du nicht nur auf das Acht gibst, was ich sage, weil du fühlst ja auch ganz viel bei einem Menschen, was du auch gerne teilst, wenn wenn der Mensch bereit ist, was mir ganz oft die Abkürzung einfach bringt. Ne? Also wo ich merke, ich habe da dieses Gefühl, ich habe keine Ahnung woher und du sagst, hey, schau doch mal dahin oder da und ich weiß genau, krass, die Vanessa hat wieder recht. Auf jeden Fall habe ich gedacht, wir machen vielleicht so eine Live-Mini-Session, damit, weil wir haben ja vieles besprochen und das aber manchmal wirklich zu verstehen, was es bedeutet, sei es in meinem Leben oder in dem Leben von jemandem, der gerade zuschaut. Aber ich muss alles aussprechen, ist dir klar? Ja, ich bin ready. Okay, ich muss so sagen. Also, Thema ist ja abschalten. Verdrängen, betäuben. Und bei mir ist es so, ich habe mir vorgenommen, täglich mir Zeit zu nehmen, um meine Gefühle zu fühlen. Was ich aber nicht mache. Nicht täglich. Das heißt, irgendwas hindert mich noch dran. Und ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt hören will, aber ich habe mich jetzt schon drauf eingelassen. Vanessa, was ist es in mir,
was sich noch nicht diese Zeit nimmt, diese Gefühle zu fühlen. Oder auch mal 10 Minuten zu meditieren. Ich weiß es nicht. Das ist irgendwas in mir, sagt dann, nee, keine Zeit. Mhm. Also Disziplin ist ja gelebte Selbstliebe, heißt es. Ja. Und sich hinzusetzen und sich für sich Zeit nehmen, bedeutet, dass ich die Disziplin habe, mich ernst zu nehmen. Das heißt, ich würde einfach da hinschauen, warum bist du dir nicht wichtig genug? Also warum ist das nicht wichtig genug? Warum ist alles andere wichtiger? Was ist das, wo, ja, sorry, du hast mich gefragt. Oh nein. Ja. Worum geht's? Also was brauchst du, dass das okay ist, dass du jetzt dann halt für diese 10 Minuten der wichtigste Mensch bist und du nicht allen anderen dienst, sondern es halt um dich gehen darf? Das war wieder. Das war wieder. Okay, ja. Also die Selbstliebe, die ich mir, sei es für 5 oder 10 Minuten voll und ganz geben kann. Ja, was brauchst du, dass du dir das ganz geben kannst? Dass ich. Ja. Ich sag's dir nachher auch sonst nochmal, das kannst du dir aufschreiben. Mhm. Okay, dann wäre meine nächste Frage, was kann mir helfen, um, ich meine, abseits der Disziplin, diese Selbstliebe wirklich voll und ganz zu spüren, die sich dann halt auch zeigen in dieser Zeit, die ich mir nehme. Also, dass du dann ganz bewusst wahrnimmst, sozusagen, dass das gerade ein Akt der Selbstliebe ist, wenn du das machst. Mhm. Da geht es schon darum, sich auch zu entscheiden, so ganz hier zu sein. Also wirklich alles zu fühlen und alles auch in deinem Körper zu fühlen und deinen Ja. Körper so ganz einzunehmen, so Ja. wie du es. Und weil so richtig fühlen kannst du halt auch nur, wenn du ganz da bist. Jetzt beamst du dich ja gerne mal weg irgendwie. Was meinst du mit wegbeamen? Im Gedankenkreisel schon 8 Schritte voraus sein. Ja. Zum Beispiel. Und was voll hilft und dir gut helfen kann, ist, wenn du dich einfach anfasst. Also wirklich von oben bis unten einmal so in den Körper holen, so richtig kneten, dass du davor dann ganz da bist und irgendwie das wahrnehmen kannst und deinen Körper einfach spürst. Oder Sport, um den richtig zu spüren. Wie du mir vorhin erzählt hast, was du da eine neue Sportart machst. Sowas zum Beispiel. So richtig in den Körper. Und danach das machen, weil dann bist du ganz bei dir und kannst auch fühlen, was das in dir auslöst, wenn du ganz da bist. Und warum ist Selbstliebe so ein großes Thema bei mir? Das ist bei allen ein großes Thema. Okay, bei allen und inklusive bei mir. Ja. Weil die wenigsten Menschen von Anfang an das Gefühl haben, dass sie okay sind, so wie sie sind. Weil wir vielleicht geliebt werden, aber nicht bedingungslos, sondern dann, wenn wir bequem sind und angenehm und nicht, wenn wir eben wütend und laut sind oder wenn wir Gefühlsstimme haben. Zu viel sind, zu wenig. Die einen haben das Gefühl, sie sind nicht gut genug, die anderen haben das Gefühl, sie sind zu viel. Also eins von beiden hat eigentlich jeder. Und deswegen haben wir einfach nicht das in uns angelegt, dass wir sagen, oh, ich bin einfach stolz auf mich. Krass, ich bin einfach ein toller Mensch. Das, was in mir ist, ist gut. Und ich weiß gar nicht, ohne dass man rausgeht wie so ein Gockel und rumläuft und sagt, boah, ich bin so ein geiler Typ. Darum geht's nicht. Also das kannst du auch machen, wenn dir das, gell? Wenn dir das gerade irgendwie schmeckt. Aber es geht eher um dieses, so wie ich bin ich richtig und ich darf was für mich tun. Wir sind dann da irgendwie, jetzt bist du auch hier und ich glaube, bei euch ist es auch so, hier würde ich sagen, es ist christlich geprägt, dieses so, wenn man sich selbst der Nächste ist es nix. Aber eigentlich ist es genau das, weil wenn alle ein bisschen mehr bei sich wären, wäre das Miteinander halt viel schöner. Und dieses Selbstliebe-Thema ist einfach riesig. Und sich Zeit für sich nehmen ist ja was auch wieder eine bewusste Entscheidung braucht. Also, und wie gesagt, die meisten schwimmen unbewusst so durch ihren Alltag, sind eigentlich nicht so richtig glücklich, viele Sachen passen nicht, man checkt, boah, ich fühle das alles nicht mehr, mein Leben ist irgendwie nix, aber irgendwie weiß auch nicht wie und was. Und dann ist es halt gut, eben jemanden an der Seite zu haben, der einen vielleicht da durchcoacht und dir hilft, worum es halt geht. Zu gucken. Ja. Ja, das heißt, bei mir
Also, dass ich bisher noch nicht geschafft habe, mich täglich hinzusetzen und meine Gefühle zu fühlen oder sei es zu meditieren, mich zu fühlen, dass es ein Stück Selbstliebe ist, die ich mir noch nicht entgegenbringen konnte. Ja. Hat auf jeden Fall wehgetan, als du es gesagt hast. Ja, weil immer die anderen halt noch wichtiger sind. Ja, das ist so mein Lebensthema, ja, als People-Pleaser. Mhm. Aber jetzt, wo ich es weiß, ist es auf jeden Fall leichter, weil mein Ego, mein Gehirn natürlich auch sehr schlau ist. Er hat immer gesagt, also nach dem Motto, ich habe doch eigentlich das zu tun und das ist viel wichtiger und so. Aber eigentlich war das jetzt nur eine Ausrede von meinem Verstand, um mir nicht die Liebe entgegenzubringen, die ich eigentlich verdiene. Okay, danke, Vanessa. Okay. Ich habe echt überlegt, mache ich das wirklich mit Vanessa oder nicht? Und nicht was, wenn ich weine. Aber gut, jetzt ist passiert. Das ist. Ich habe mich bewusst darauf eingelassen. Okay. Dann, ich habe immer eine Blitzfragen am Ende noch, Vanessa. So. Cannabis in einem Wort. Ein guter Geist, der dir viel zeigen kann. Geil. Ist Entspannung natürlich oder trainierbar? Natürlich. Also, was meinst du mit natürlich? Das ist in uns allen. Wir sind grundsätzlich erstmal entspannt. Okay, da habe ich nochmal eine Gegenfrage. Du meinst, wir werden entspannt geboren oder was meinst du, wir sind grundsätzlich entspannt? Also, unser Auslieferungszustand, sagt der Kurt ja immer, ist Glückseligkeit. Ja. Und das ist ein entspannter Zustand. Und alles, was danach kommt, ist das, was passiert. Aber grundsätzlich sind wir natürlicherweise erstmal entspannt. Aber durch all die Erfahrungen, die wir gemacht haben, sei es, wir sind nicht richtig, wir sind durch die ganzen Bewertungen, verlernen wir. Also es heißt ja, wir sind Human Beings, nicht Human Doings. Also deswegen. Dein erster Kontakt mit Cannabis, positiv oder negativ? Sehr negativ. Sehr negativ? Mhm. Okay, ich darf ja nicht Ja, allzu auch viel. mal jugendlich. Was haben die meisten Menschen Angst zu fühlen? Dass sie gut sind, wie sie sind. Echt? Mhm. Weil wenn sie das wüssten, dann wäre ja alles, was sie die ganze Zeit, das ganze Konstrukt, was sie da leben und was sie gebaut haben, das wäre dann Quatsch einfach. Dann wäre ja alles gut. Was meinst du mit Quatsch? Naja, wenn ich die ganze Zeit in der Gewissheit lebe, dass ich so, wie ich bin, nicht gut genug bin, dann ist es ja okay, dass sich die Menschen so mir gegenüber verhalten. Dann ist es okay, dass ständig irgendwas nicht klappt. Dann ist es das okay, dass irgendwie mein Leben unfair ist. Kann ich das Opfer der Umstände sein, weil ich bin halt nicht gut genug. Aber wenn ich dir das wegnehme und du tatsächlich fühlst, dass du eigentlich gut genug bist, dann hast du die Verantwortung und dann ist das ganze Konstrukt. So meine ich das. Okay, das ist krass. Was würdest du Menschen raten, die sagen, ich brauche es, um runterzukommen? Was ich denen rate oder sagen würde? Sagen. Eiskalt. Was ich denen sagen würde ich sagen, schau dir dann den Gefühl an und hör auf, mir so einen Quatsch zu erzählen. In Skala von 1 bis 10, wie bewusst gehen Menschen aktuell mit Cannabis um? 10 so richtig bewusst, 10, 1 so gar nicht. Ich würde sagen 2 vielleicht. Vanessa rechnet ab. Ein Satz, den du deinem früheren 20-jährigen Ich sagen würdest. Boah, das Leben wird noch so geil. Geil. Ey, krasse Folge auf jeden Fall, Vanessa. Du hast uns alle auseinandergenommen. Alle, die betäuben da draußen, nehmt euch die Zeit, eure Gefühle zu fühlen. Das wird das Leben deutlich einfacher machen. Mhm. Man kann es alleine lernen oder auch mit Vanessa. Ihr habt es gesehen, dass Vanessa euch Klarheit bringt mit all ihren Skills. Vanessa, wenn die Zuhörer nur eine Sache aus dieser Folge mitnehmen sollen, welche wäre das? Dass es nicht gefährlich ist, Verantwortung für das zu übernehmen, was in deinem Leben ist und für deine Gefühle. Ja, danke dir, Vanessa, für die Mini-Session und auch für die ganzen Impulse, die du mit mir, mit uns, mit allen Menschen hier geteilt hast. Sehr gerne.
Heute ging es nicht nur um Cannabis, es ging um uns, um unsere Unruhe und alte Glaubenssätze. Viele nutzen Cannabis, um zu entspannen. Aber vielleicht zeigt uns die Pflanze nur, wie sehr wir vergessen haben, uns natürlich zu regulieren. Cannabis kann betäuben, Cannabis kann aber auch bewusst machen. Der Unterschied liegt nicht in der Pflanze, sondern in unserer Intention. Und vielleicht ist da genau die eigentliche Frage. Nutzen wir Cannabis, um zu fliehen oder um uns selbst näher zu kommen? Alle Links, Infos und Ressourcen findest du wie immer in der Beschreibung. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Kommentier mal, ob du Cannabis auch nutzt, um dich zu entspannen. Und abonniere unbedingt den Kanal, damit du keine neue Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Deine Njung.